Hallo und willkommen zum letzten Video in diesem Jahr. Heute dreht sich alles um meine Must-Haves fürs Jahr 2024. Heute in diesem Video zeige ich euch alle Produkte, die ich 2023 wirklich regelmäßig benutzt habe. Also alle Produkte, die es bei mir immer wieder schaffen, bei den Waschtagen benutzt zu werden. Denn, versteht mich nicht falsch, es gibt wirklich viele tolle Produkte. Aber irgendwie geht es uns doch allen so, dass wir immer wieder auf bestimmte Produkte zurückgreifen, weil wir da einfach wissen, es funktioniert immer. Und ich lasse euch heute mal in mein Schränkchen gucken und zeige euch, was da drin steht. Und natürlich sind diese Produkte, die ich jetzt regelmäßigst benutzt habe und die es bei mir immer wieder schaffen, dass sie zum Einsatz kommen, die Produkte, die meine ganz persönlichen Must-Haves sind für 2024. Und noch ein kleiner magischer Hinweis. Ich habe magische Kräfte, wollte ich nur sagen. Ich werde in dem Video immer wieder mal mich ein bisschen verändern. Also meine Haare werden ein bisschen anders sein. Falls es euch auffällt, das liegt natürlich nicht daran, dass ich Schlauberger Teile des Videos gelöscht habe, sie nicht mehr herstellen konnte und deswegen jetzt Teile nochmal nachfilmen muss. Nein. Es liegt daran, dass ich magische Kräfte habe und mich immer wieder mal ein bisschen verändere, um hier ein bisschen Spaß reinzubringen. Ich bin gespannt, ob es euch auffällt. Und ich starte gleich mit den Lowpoos. Das allererste, das ich hier erwähnen möchte, ist hier das feste Shampoo von Umai. Das habe ich jetzt wirklich schon oft benutzt und ich zeige es noch mal ganz kurz. Es sieht immer noch fast aus wie neu. Also es ist unglaublich, es ist wirklich extrem ergiebig meiner Meinung nach. Es schäumt sehr stark und es reinigt wirklich auch sehr gut. Also es ist wirklich das am besten reinigende Lowpoo, das ich hier so in meiner jetzt heute Kollektion habe. Das heißt, wer wirklich ein Lowpoo sucht, das wirklich gut reinigt, das richtig gut schäumt, das ist euer Ding. Ich verlinke euch das Video dazu, das habe ich nämlich schon mal vorgestellt in einem Video. Ich werde auch bei allen anderen Produkten, wo ich schon Videos dazu gemacht habe, die Videos immer jeweils verlinken, dann könnt ihr es euch nochmal angucken, wenn ihr möchtet. Das nächste Produkt ist auch fest und zwar ist das hier eigentlich eine Kugel. Stellt euch mal vor, es ist eine Kugel. Es ist das Sensitive Shampoo von Waschkram. Ich bin mir jetzt gerade beim Namen nicht mehr ganz sicher, ob das Sensitive Shampoo war oder so, aber ich verlinke es euch sowieso in der Infobox. Alle Produkte sind da verlinkt, ihr könnt euch die auf jeden Fall dann mal angucken. Das ist tatsächlich so unser Familienhaus- und Hof-Lowpoo. Also das benutze ich sehr regelmäßig, unsere Kinder benutzen es immer ganz regelmäßig. Der Einzige, der es nicht benutzt, ist mein Ehemann, denn der benutzt tatsächlich das gute alte Duschgel, das reicht für ihn völlig aus. Es gibt Kämpfe, da weiß ich einfach, ich habe verloren und dann ist es mir auch egal. Okay, also dieses Lowpoo ist tatsächlich nicht ganz so stark reinigend wie das von Umai. Es reinigt aber immer noch wirklich gut. Also es ist so von der Reinigungsleistung her, würde ich sagen, auf einer Stufe 4 von 5, wenn das Umai 5 von 5 ist. Es schäumt auch sehr schön. Also wer was sucht, das schäumt, aber vielleicht nicht ganz extrem gut reinigt, ist damit wirklich gut bedient. Das nächste Lowpoo, das ich euch zeigen möchte, ist das Sunshine Clean Shampoo von Les Secrets de Lolly. Ja, ich verlinke euch wieder das Video auf jeden Fall. Das ist ein Lowpoo. Es riecht unglaublich gut, wenn sich dieser Geruch im Bad verteilt. Oh, es ist wundervoll. Ich kann es nicht anders sagen. Also es riecht so ganz fruchtig. Ich liebe diesen Geruch. Es ist von der Reinigungsleistung her einen Tacken schwächer als das Waschkram. Also ich würde sagen, so auf einer Skala von 1 bis 5, Pi mal Daumen eine 3 bis 3,5, sowas um den Dreh. Es schäumt ebenfalls. Ja, und es lässt sich super schön auftragen. Das Shampoo von Kalia. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht so lange. Das war ja auch in einer der Lockenboxen. Und seitdem habe ich es dann doch schon wieder so oft benutzt, dass ich euch sagen kann, das ist definitiv eines meiner Favoriten für 2024. Es ist ein eher mildes Lowpoo, also so auf einer Skala von 1 bis 5 würde ich jetzt sagen ungefähr eine 2, so Pi mal Daumen. Es schäumt auch nur sehr wenig und ja, es nervt mich immer noch ein bisschen, dass das so flüssig ist und dass ich es deswegen nicht so gut auftragen kann auf die Kopfhaut. Nichtsdestotrotz hat sich das so ein bisschen in mein Herz geschlichen, obwohl ich mich da kurz drüber geärgert habe. Und ich benutze es wirklich sehr regelmäßig, gerade jetzt im Winter. Denn es reinigt zwar wirklich alles runter, also meine Haare werden sauber, auch sowas wie Trockenshampoo oder sowas geht alles runter, ist alles kein Problem. Aber
es ist dabei gleichzeitig so mild zu meiner Kopfhaut und gerade im Winter habe ich einfach trockene Kopfhaut, das heißt, sie spannt immer wieder mal gerne, sie juckt immer wieder mal ein bisschen gerne und da ist das total toll, denn es ist einfach so mild, dass meine Kopfhaut nicht noch zusätzlich irgendwie ausgetrocknet oder gar gereizt oder sonst was wird. Was Conditioner angeht, ist bei mir die Ecke tatsächlich ziemlich übersichtlich. Es liegt daran, dass ich am liebsten eine Kur verwende. Meine Haare brauchen immer wieder wirklich Feuchtigkeit und zwar einen guten Schuss Feuchtigkeit. Und da fahre ich wesentlich besser, wenn ich einfach eine Kur benutze und wenn ich mal wirklich weniger Feuchtigkeit brauche, lasse ich die einfach kürzer einwirken. Denn ich muss auch dazu sagen, ich könnte auch einen Conditioner verwenden und dann ein Leave-In mit dazu, aber ich tue mir schwer, die richtige Menge an Leave-In zu finden. Entweder sind meine Haare noch überhaupt nicht richtig schön gepflegt und innerhalb von kürzester Zeit dürsten sie wieder nach Feuchtigkeit oder ich habe wieder mal zu viel erwischt und meine Haare werden strähnig. Also irgendwie ist es für mich schwer, da das richtige Maß zu finden. Deswegen bin ich da tatsächlich eher auf Kuren. Da kommen dann auch ein paar mehr. Aber 2 Stück gibt es, die ich euch gerne zeigen möchte. Und das ist zum einen von Langhaar-Mädchen, der Beautiful Curls Conditioner. Das ist ein Conditioner, den ich schon alleine wegen dieser wahnsinnig vielen Aminosäuren unglaublich gerne mag. Ich finde den einfach toll. Und ich weiß auch, dass meine Haare diese Aminosäuren, die feiern die. Die feiern die total und deswegen ist es auch einer, wenn ich im DM bin, nehme ich mir da immer wieder eine Flasche mit, werde ich auch immer wieder tun, weil der für mich unglaublich gut funktioniert. Ich kann damit gut entwirren und ja, was will ich mehr? Zweite und schon wieder letzte Produkt in meiner Conditioner-Reihe ist der feste Conditioner von Umai. Den finde ich immer noch total toll. Das Einzige, was man über den wirklich wissen muss, ist, er ist ein kleines bisschen trickier als hier. Hier, einfach nur auftragen, fertig, da muss man nichts wissen, da ist nichts Special dabei. Bei dem ist es wirklich einfach so, man braucht viel Wasser. Wenn man nicht viel Wasser benutzt, funktioniert der, finde ich, einfach nicht gut. Aber wenn man wirklich viel Wasser benutzt während dem Auftragen, funktioniert der total gut. Der macht meine Haare total seidig, die Knoten gehen gut raus. Also mega, mega tolles Produkt, übrigens ohne Proteine. Oh, eins habe ich völlig vergessen, weil ich ihn gerade nicht da habe. Es gibt noch einen tollen Conditioner, der darf hier definitiv nicht fehlen. Es gibt von Pretty Curly Girl den Bye Bye Tangles and Knots Conditioner. Und was soll ich sagen? Sie hätten ihn nicht besser nennen können. Dieser Conditioner ist übrigens ohne Proteine und eher reichhaltiger, aber das ist ja was ich sehr gerne mag und was meine Haare sehr gerne mögen. Dieser Conditioner lässt wirklich jeden Knoten aus den Haaren schmelzen. Also immer, wenn ich irgendwo war, wo es sehr windig war, wenn jetzt so im Winter hier auch immer wieder im Nacken, manchmal habe ich da echt richtige so kleine Filz, also nicht schön. Dieser Conditioner lässt alles rausschmelzen, als ob es nie da gewesen wäre. Hammermäßig. Also für alles, was verfilzt ist, das ist mein Produkt. Dieser Conditioner rettet übrigens immer wieder meine Tochter auch. Ja, und eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, auch mich, denn die kommt immer wieder mit Nestern nach Hause. Ich habe keine Ahnung, wo sie die herbekommt, aber ja, sie sind halt dann einfach plötzlich da, puff, sind die irgendwie hergezaubert, die müssen wieder irgendwie weg. Und das ist mein Conditioner, um ihr diese Nester wieder zu entwirren und die wieder aus den Haaren rauszubekommen. Ein bisschen was aufgetragen, manchmal auch wirklich nur auf diese eine Stelle, wo es gerade dieses Haarnest sitzt, denn es sind meistens so dieselben Stellen, wo die kommen. Und die schmelzen fast aus den Haaren. Ich habe kein Weinen, kein Schreien, kein Gezeter. Also, der rettet mich wirklich regelmäßig. Und schon bin ich bei den Kuren. Und was soll ich sagen? Also ich finde, es gibt genau eine Kur, die hier definitiv als allererstes genannt werden muss. Es ist hier von Ecoslay der Banana Deep Cream Conditioner. Der begleitet mich schon wirklich lange und ich glaube, dass ich kein Produkt so oft nachgekauft habe wie den hier und wahrscheinlich auch in meinem Leben noch sehr, sehr oft nachkaufen werde. Denn ja, das war, glaube ich, so mit eines meiner ersten teureren Produkte übrigens, das ich mir gekauft habe, als ich so weg bin von den Drogerieprodukten ein bisschen, war das einer meiner ersten und ja, begleitet mich immer noch. Es ist eine Kur, die Feuchtigkeit hat, die auch relativ viel Feuchtigkeit spendet, finde ich, die trotzdem nicht zu schwer ist, denn manche sind dann schon eher ein bisschen beschwerend, aber finde ich bei der jetzt gar nicht so. Ich kann damit gut entwirren und ich finde auch, dass
der hier total gut zusammenpasst mit den beiden Gelen, die ich euch später noch zeigen werde. Also das sind einfach Produkte, wenn ich mir gerade nicht viele Gedanken machen will, schnappe ich mir den und mindestens eins von den beiden Gelen und ich weiß, es funktioniert. Es funktioniert einfach immer. Das nächste Produkt hat sich definitiv auch einen Platz hier irgendwo ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Hitlist verdient. Leider muss ich sagen, bin ich da ein bisschen traurig drüber, denn bei mir ist es gerade alle. Und irgendwie bekommt man es auch nirgends. Also wenn irgendjemand von euch weiß, wo ich den kriegen kann, bitte schreibt es mir in die Kommentare, denn den bestelle ich mir sofort nach. Es geht hier um die Protein Boost Deep Conditioning Hair Mask von Jay. Und was soll ich sagen? Für mich hat die ideale Kombination aus Feuchtigkeit und auch Proteinen. Also die hat wirklich beides. Die hat ein paar Proteine drin, gerade so wie es meine Haare tatsächlich gerne mögen, aber sie hat auch Feuchtigkeit mit drin. Da ist Shea Butter mit drin und für mich funktioniert das unglaublich gut. Die Art, wie das zusammengestellt ist, also wie viele Feuchtigkeit und wie viele Proteine, ist für meine Haare quasi ideal. Noch idealer wäre es halt, wenn die wieder zu kriegen wäre irgendwo. Die nächste Maske, die ich eigentlich noch gar nicht so lange habe, aber für diese kurze Zeit schon ziemlich oft benutzt habe und die ich bestimmt auch in Zukunft weiter benutzen werde, ist hier von Kalia die Kokos Spirulina Haarmaske. Die hat Protein auf jeden Fall mit drin, spendet aber auch schön Feuchtigkeit, hat eine ganz tolle Konsistenz, finde ich. Ich kann mit der super gut entwirren. Also seit ich die habe, benutze ich die wirklich ganz, ganz, ganz oft, weil sie gerade jetzt im Moment im Winter auch wirklich toll zu den Bedürfnissen meiner Haare passt. Die Kategorie der Styling-Produkte ist wirklich die Kategorie, die mit Abstand am größten ist. Ich starte mit einem Produkt, das mich echt schon über viele, viele Jahre begleitet. Ich habe das auch ziemlich am Anfang tatsächlich meiner Curly-Reise damals mal gekauft, mir geleistet und seitdem immer wieder nachgekauft. Es ist der Kinky Curly Curling Custard. Es ist ein Curl Enhancer, sprich, man darf keinen ewig starken Halt davon erwarten. Es hat schon den leichten Halt, aber es ist halt mehr ein Curl Enhancer, sprich, der sorgt dafür, dass sich die Lockenbildung ein bisschen aktiviert, Wellenbildung in meinem Fall, aber ja, also es ist kein Stronghold Gel, aber er funktioniert für mich total gut. Er macht für mich eine total schöne Bündelung und er harmoniert mit quasi jedem anderen Gel, das ich habe. Also ich habe noch nie erlebt, dass das irgendwie mit irgendwas nicht zusammengepasst hätte. Geht für mich immer, funktioniert für mich immer, hat übrigens nur Feuchtigkeit, keine Proteine. Als nächstes kommt nochmal ein Curl Enhancer. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das ein Curl Enhancer ist. Da guckt man mal, wie man auf seine Produkte schaut. Es geht um das High Definition Curl Enhancer Styling Gel von Trelux. Das ist so ein Produkt, das ich auch echt schon eine Zeit lang habe, habe es dann einige Zeit lang wirklich sträflich vernachlässigt in meinem Schrank, bis ich es wiederentdeckt habe. Es hat Proteine, es hat auf jeden Fall Aminosäuren drin und also was ich euch sagen kann ist, meine Haare feiern dieses Produkt. Wenn ich das benutze, weiß ich, meine Haare, die springen richtig schön, sie glänzen. Also das funktioniert für mich einfach total gut. Ich benutze es auch immer wieder eigentlich als Single Styler. Also ich gebe gar nicht immer noch ein Hardhold Gel oder irgendwas anderes für mehr Halt mit drüber. Mir reicht der Halt oft auch so. Das nächste Produkt, was soll ich drüber sagen? Es ist the one and only, die Orange Marmalade von EcoSlay. Es begleitet mich wirklich auch schon ganz, ganz, ganz lange und ist so Bestandteil meiner Go-To-Routine. Wenn ich mir keine Gedanken machen will über das Ergebnis und trotzdem einfach will, dass es gut aussieht, mache ich das. Ich benutze den Banana Deep Cream Conditioner, ich trage dieses Gel auf und wenn ich mehr Halt haben will, noch ein anderes Gel, da komme ich dann später dazu. Aber das reicht ganz oft schon. Und es sieht immer toll aus. Meine Haare glänzen damit unglaublich schön, sie bündeln sich unglaublich schön. Ich gehe davon aus, dass das irgendwie mit diesem Leinsamenextrakt zu tun hat. Der Halt ist eher leicht bis mittel. Es hat keine Proteine drin und es ist ein eher pflegendes Gel. Ja, also das wird mich, denke ich, auch noch über viele Jahre. Das nächste Produkt ist eine Entdeckung aus der Lockenbox, die ich tatsächlich noch gar nicht so lange habe, aber in dieser Zeit einfach auch schon immer wieder mal benutzt habe. Deswegen darf es hier schon den Platz haben. Und zwar ist es von Jay die Crème Coller,
ein Defining Custard. Hat einen leichten bis vielleicht mittleren Halt, würde ich jetzt sagen. Meine Haare glänzen danach unglaublich schön. Sie sind schön definiert, also mir gefällt die Bündelung total gut, die ich damit bekomme. Ich habe auch das Gefühl, es enhanced so ein bisschen, also sprich die Lockenbildung, die Wellenbildung aktiviert sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, wenn ich mit diesem Gel mehr Halt erzielen möchte, benutze ich ganz einfach die Masters-Technik. Das ist sowieso im Moment meine Go-To-Technik, wenn ich viel Halt haben will. Ich verlinke es euch auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht wisst, was ich meine. Funktioniert total gut. Also mit diesem Gel, die Masters-Technik, klappt bei mir total gut. Wie übrigens auch mit der Orange Marmalade zum Beispiel und auch mit dem Trelux Gel. Funktioniert auch total gut. Also das sind so meine 3 Gele, die ich meistens benutze, wenn ich die Masters-Technik verwende. Ein Stronghold Gel, das ich wirklich regelmäßig benutze und auch schon wirklich lange benutze und immer wieder nachkaufe, ist der Superhold Styler von Bouclem. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich den schon benutze. Er hat leider eine kleine Einschränkung, die ich so schade finde, aber so ist es halt nun mal. Er hat Glycerin an zweiter Stelle und da wirkt sich bei mir tatsächlich schon aus. Also ich habe so ein bisschen Probleme mit Frizz, besonders im Sommer und im Winter und da frisseln mir die Haare auf. Wenn der Taupunkt nicht passt, frisseln mir mit diesem Gel leider die Haare auf. Das heißt, ich benutze es im Frühjahr und ich benutze es im Herbst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch mit dieser Einschränkung hält es mich nicht davon ab, dieses Gel immer wieder zu benutzen, weil ich es einfach toll finde. Es hat einen tollen Halt. Man kann es super gut zum Beispiel mit der Masters-Technik verwenden. Ja, und es hat einfach auch schöne Inhaltsstoffe für ein Stronghold Gel. Es ist keine Mikroplastikbombe, das gefällt mir auch total gut an diesem Gel. Das nächste Stronghold Gel, das definitiv nicht fehlen darf hier, ist von Ecoslay, der Jello Shot. Das ist Bestandteil meiner Go-To-Routine. Also das ist der Banana Deep Cream Conditioner, danach die Orange Marmalade und wenn ich dann wirklich viel Halt möchte, dann benutze ich den Jello Shot. Es ist ein ziemlich dickes Gel, es ist auch ein bisschen klebriges Gel, aber es gibt wirklich tollen Halt. Also da muss ich wirklich sagen, es gibt richtig schönen Halt, auch über mehrere Tage. Benutze ich auch ganz gerne mit der Masters Technik und es funktioniert einfach immer. Auf dieses Gel kann ich mich verlassen. Kleiner Haken bei der Sache ist, es enthält Mikroplastik. Der Jello Shot hat Carbomer mit drin. Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, flüssiges Mikroplastik. Es ist auch tatsächlich eines der ganz wenigen Produkte mit Mikroplastik, die ich immer wieder mal benutze. Ansonsten habe ich es eigentlich ziemlich aus meinen Haarroutinen verbannt. Aber er funktioniert halt einfach so gut. Also diese Kombination mit diesen 3 Ecoslay-Produkten funktioniert für mich immer. Und der Halt ist wirklich auch total gut. Und ich muss euch auch einfach sagen, meine Haare frisseln mit diesem Gel nicht auf. Also das ist anders als zum Beispiel eben hier der Superhold Styler von Bouclem. Da passiert mir das einfach nicht. Also wenn ich jetzt hier das im Winter auftrage oder auch im Sommer, habe ich von diesem Gel keinen Friss. Man muss allerdings beim Auftragen wirklich aufpassen, denn es ist ein sehr dickflüssiges Gel, das man wirklich gut aufemulgieren muss mit ein bisschen Wasser, damit man nicht durchs Auftragen wahnsinnig viel Friss bekommt. Es hat keine Proteine übrigens drin. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass es sehr pflegend ist. Also das Gel alleine würde ich jetzt nicht benutzen, denn ich gehe davon aus, das würde mir meine Haare ordentlich austrocknen. Aber eben in Verbindung mit der Orange Marmalade, die ja eher pflegend ist, Hammer. Und als letztes noch ein Produkt, das mich echt ein bisschen bekehrt hat. Ich bin ja kein Freund von Mousse, ne? Also eigentlich bin ich kein Freund von Mousse. Aber dieses Mousse hier hat es mir tatsächlich angetan. Es ist von Jay, der Weightless Natural Volume Foam. Die Bündelung funktioniert total gut. Die ist nicht fizzelig, die ist einfach richtig schön. Es ist auch ein Produkt, das ich noch gar nicht so lange habe, aber in der kurzen Zeit jetzt doch immer wieder benutzt habe, weil es mich dann doch so überzeugt hat. Kann man total gut auch kombinieren, zum Beispiel hier mit dieser Creme Curlé eben zusammen, das funktioniert total gut. Ich kann das auch auftragen und dann nochmal ein Gel mit stärkerem Halt hinterher. Also, was soll ich sagen? Das hat mich wirklich bekehrt, dass nicht alle Mousses? Kann mir mal bitte jemand die Mehrzahl von Mousse in die Kommentare schreiben? Mousse? Wie auch immer, die sind nicht alle schlecht. Der hier funktioniert für mich unglaublich gut. In der Kategorie Sonstiges ist das erste ein Produkt, von dem ich mir nie
nie gedacht hätte, dass ich das erstens mal hier vorstellen werde und zweitens, dass ich es auch noch gut finden werde. Es geht um die Proteintropfen von Jay. Ich habe ja wirklich früher quasi fast nur Feuchtigkeit gebraucht. Mittlerweile haben sich meine Haareigenschaften ein bisschen verändert und ich merke, dass meine Haare auch von Proteinen profitieren. Und da sind die wirklich Gold wert. Ich brauche nicht zu viele Proteine. Das heißt, bei mir reicht es meistens, wenn ich mir so 2 Tropfen, vielleicht noch einen dritten Tropfen, aber dann ist schon wirklich gut, in meine Kur mische. Und ich merke, davon glänzen meine Haare noch mal mehr. Ich merke einfach, dass sich die Wellenbildung richtig schön aktiviert. Sie ziehen sich so ein bisschen mehr nach oben. Also, die funktionieren für mich unglaublich gut. Die nächsten 2 Produkte sind für mich tatsächlich ziemlich gleichwertig. Ich benutze es immer gerne, um den Cast zu entfernen. Ich habe hier mein geliebtes Brokkolisamenöl. Habe ich schon total lange, mag ich einfach auch total gerne, um den Cast zu entfernen. Gibt auch nochmal so einen richtig schönen extra Glanz. Und das zweite Produkt ist hier das Scalp & Strands Elixir Hair Oil von Fix My Curls. Funktioniert für mich eigentlich genauso gut wie das Brokkolisamenöl, ist aber so von der Konsistenz her mehr wie ein Serum und ich habe mehr das Gefühl, das zieht richtig ein. Aber auch damit kann ich den Cast total schön entfernen. Ich habe total schöne, nochmal mehr glänzende Haare dadurch. Super. Also da kann ich einfach nicht mehr sagen. Funktioniert für mich total gut. Benutze ich auch wirklich regelmäßig. Gerade jetzt im Winter, wo bei mir einfach die Gefahr groß ist, dass meine Haare auffrissen. Diese 2 Öle helfen mir dabei einfach nochmal. Und das letzte Produkt, das ich leider nicht mehr in der Originalverpackung habe, denn ich habe es irgendwann mal umgefüllt. Deswegen zeige ich es euch nur so. Es ist das Trockenshampoo von Foamy. Foamy hat ja da Trockenshampoos rausgebracht, auch für verschiedene Haarfarben quasi. Ich glaube in dunkel und hell zumindest, also 2 auf jeden Fall. Ja, und das hier ist jetzt bei mir in dieser Flasche mit drin und das benutze ich wirklich auch sehr regelmäßig. Gerade dann, wenn ich eigentlich keinen Bock habe, meine Haare schon zu waschen, weil eigentlich jetzt meine Kopfhaut auch noch sagt, nö, alles supi, lass dir ruhig Zeit. Wo ich aber dann merke, wenn die Ansätze schon so leicht fettig werden, Trockenshampoo benutze ich wirklich sehr regelmäßig und wie gesagt, das von Foamy, für mich funktioniert es total gut. Das nächste Produkt ist auch eine Neuentdeckung, die ich aber seitdem, ich mag sie nicht mehr hergeben. Es ist die Bounce Curl Brush. Ich weiß, es ist ein bisschen fies, denn ich weiß, die ist ja gerade echt auch schlecht zu bekommen, aber ich schwör's euch, diese Bürste ist wirklich toll. Die ist wirklich der Wahnsinn. Die funktioniert für mich unglaublich gut. Die hilft nochmal bei der Bündelung einfach richtig schön. Ja, also diese Bürste würde ich im Leben nicht mehr hergeben. Ein Produkt, das wirklich auch bei jedem Waschtag dabei ist sogar, ist hier oder sind die T-Shirt-Handtücher von Fräulein Frieda. Ich benutze die zum Mikroploppen hauptsächlich. Ich benutze sie aber auch, wenn ich zum Beispiel eben hier gerade mit der Bounce Curl Brush meine Haare bürste, lege ich es mir kurz um die Schultern, damit eben meine Kleidung oder auch meine Haut nicht so mit den Haarprodukten in Kontakt kommt. Gerade meine Haut ist da immer nicht sehr dankbar drum, wenn sie da was abkriegt. Ja, was soll ich sagen? Jeder Waschtag ist ein Fräulein Frieda Waschtag. Und tatsächlich sind diese Handtücher ja sogar multifunktional, denn ich habe sie auch tatsächlich in jedem Urlaub mit dabei, denn, hoffentlich hört sich das jetzt nicht, da kann man nicht nur mit den Haaren rummachen, sondern die sind ja auch so noch total praktisch, denn wir fahren immer wieder mal wohin, wo einfach Wasser natürlich ist, gerade mit Kindern, Kinder und Wasser. Brauche ich euch nichts erzählen, funktioniert immer. Ja, und die sind super, wenn ich kein ganzes Handtuch mitschleppen will, um die von oben bis unten abzurubbeln, um die mal kurz trocken zu kriegen, meine Kinder. Reicht das total. Das nächste Produkt ist tatsächlich auch was, das bei mir bei jedem Waschtag zum Einsatz kommt. Und zwar eine Shampoo-Bürste. Was soll ich sagen? Das ist eines dieser Sachen, wo ich mir am Anfang dachte, na komm, für was braucht man denn sowas? Brauche ich nicht. Und als ich sie dann hatte, wollte ich sie nie wieder hergeben und werde ich sie auch nie wieder hergeben. Also das ist einfach so unglaublich angenehm, sich mit der die Kopfhaut zu reinigen. Wenn man da dann über die Kopfhaut drüber geht, oh Gott, das ist so angenehm. Und gerade auch beim Co-Wash, wenn man das macht, also das ist wirklich so ein paar Minuten die Kopfhaut mit den Fingern zu massieren, ist, finde ich, wirklich anstrengend.
Mit der Shampoo-Bürste geht es, finde ich, viel, viel besser und viel, viel einfacher. Also ja, ich mache es eigentlich immer so, dass ich zuerst das Low-Poo, wenn ich ein Low-Poo benutze, an der Kopfhaut verteile, mit den Fingern kurz einmassiere und dann übernimmt die Shampoo-Bürste. Und ja, was soll ich sagen? Nie wieder ohne. Nie wieder ohne. Jeder Waschtag ist ein Fräulein Frieda und Shampoo-Bürsten-Waschtag müsste dieser Satz eigentlich korrekt heißen. Und das letzte Produkt, ich schwöre es euch, dann war es, dann haben wir alle durch, ist ein Haarbuff. Also tatsächlich, ich schlafe meistens, wenn ich meine Haare schützen will in der Nacht, schlafe ich meistens mit einem Buff. Das funktioniert für mich am allerbesten. Ich habe dann meine Haare mehr über dem Kopf und liege damit quasi nicht so drauf. Und das heißt, am nächsten Tag sind sie nicht so platt. Sie sind auch vor der Reibung geschützt vom Kissen. Ja, also das funktioniert tatsächlich für mich im Moment am allerbesten, benutze ich am allerhäufigsten. Ja, ist für mich nicht mehr wegzudenken, seit ich die Curly Hair Methode mache. Das war es jetzt tatsächlich auch. Wir sind am Ende angelangt. Ich habe keine weiteren Produkte oder sonstigen Helferlein mehr. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss jetzt nicht auf den Abo-Button zu drücken und am besten aktivierst du auch die Glocke, dass du informiert wirst, wenn wieder ein neues Video online kommt. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mach's gut!